Was ich gerade sehe, ist eine enorme Diskrepanz zwischen was kann KI und die Entwicklung ist da enorm schnell und gleichzeitig was setzen Unternehmen um. Das sagen auch 93% der Führungskräfte. KI scheitert am Menschen, nicht an der Technologie. Und quasi aus all den Fehlern lernen und einfach das kopieren, was bei uns funktioniert hat und was eben auch innerhalb von 4 Monaten war es, glaube ich, von 0 bis erste Umsatzmillionen. Das heißt, es ist nachweislich, dass es funktioniert. Heute reden wir darüber, woher das Geld wirklich kommt. Wir sprechen darüber, wie man mit KI wirklich Geld verdient und vor allem, wie es richtig funktioniert und warum das auch bei den meisten nicht so wirklich funktioniert. Und das ist vor allem für dich interessant, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen führst oder aber dir es zukünftig vorstellen kannst und auch von diesem großen Kuchen KI etwas partizipieren und abhaben möchtest. Ja, und dafür habe ich Thomas Brügger heute mit dabei, Gründer und das Gesicht des KI Kompass und auch mein Chief AI Officer. Das heißt, er automatisiert meine Firmen und das sehr, sehr gut. Lieber Thomas, schön, dass du heute dabei bist. Danke für die Einladung, lieber Thorsten. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich würde sagen, wir starten gleich und KI ist ja in aller Munde und wir wissen alle, dass KI die Welt verändert und wir sehen es grundsätzlich bereits. Aber wie dramatisch ist es für die Arbeitswelt denn deiner Ansicht nach wirklich? Also was bekommst du mit? Wie sieht die Arbeitswelt in zum Beispiel 5 Jahren aus? Ist eine spannende Frage und was ich gerade sehe, ist eine enorme Diskrepanz zwischen was kann KI und die Entwicklung ist da enorm schnell und gleichzeitig was setzen Unternehmen um. Das heißt, das sagen auch 93% der Führungskräfte, KI scheitert am Menschen, nicht an der Technologie. Und das ist auch ganz klar, weil, was gerade passiert, ich meine, mit Internet war schon wild, mit KI und alles, was gerade politisch und wirtschaftlich passiert, es wird immer wilder in der Welt, das überfordert uns. Burnout und solche Stresskrankheiten nehmen immer mehr zu. Und deswegen ist das dann auch, wenn man in die Zukunft schaut, der wichtigste Faktor, wie man KI für sich nutzen kann. Weil es wird Menschen geben, die sagen: KI ist mir zu viel, ich stecke den Kopf in den Sand, ich will damit nichts zu tun haben.“ Oder was wir in den USA jetzt auch schon mitbekommen, erste KI-Gegner, oder dass bei den Alumni-Reden, der Hochschulen wurden die Redner ausgebuht, wenn sie den den Graduenden gesagt haben, was für eine goldene Zukunft sie erwartet mit KI. Das wollte niemand dort hören. Und auf der anderen Seite gibt's halt Unternehmen, die vorne mit dabei sind oder wie wir es auch machen. Allein am Freitag habe ich glaube, 367 Folien für eine Präsentation mit KI erstellt. Ich habe 'nen Tag vorbereitet, aber der letzte Befehl war dann noch, ich drücke auf 'n Knopf und während ich Abend gegessen habe, ist dann etwas passiert, was vor 3 Monaten noch wortwörtlich mehrere Wochen bis einen Monat gebraucht hätte. Und, das ist, glaube ich, 'n gutes Beispiel dafür, wie krass die Kluft auseinandergehen wird. Wir können's uns kaum vorstellen, was in 5 Jahren der Fall sein wird. Aber was ich vermute, ist, dass viel von dem Hype verschwunden ist. Also 'n bisschen so wie die Goldgräberstimmung, in den USA vor knapp 200 Jahren, wo alle losgerannt sind und versucht haben, Gold zu schürfen. Die richtig reich geworden sind, sind natürlich die, die die Schaufeln zur Verfügung gestellt haben und die ersten, Goldgräber, wo es noch leicht war, das Gold wirklich einfach aus'm Fluss, rauszuwaschen. Und dann als Zweites die Unternehmen, die dann gekommen sind und dann tiefer gebohrt haben. Das heißt, die wirklich Systeme genutzt haben, die nicht gesagt haben: „Ich nehme heute eine Schaufel und morgen das nächste. Ich probiere einfach mal, was passiert“, sondern die sich überlegt haben: „Okay, wir brauchen einen Plan, wir brauchen eine Struktur, wir brauchen ein System“, und daraus sind dann eben die Minenbetreiber entstanden, die dann die Milliarden oder Multimilliarden, eingefahren haben. Und, das wäre auch dann der größte Schlüssel oder 2 Sachen, die man machen sollte, um vorne mit dabei zu sein. Erstens, sich bewusst machen, es ist mental extrem herausfordernd und das eigene Betriebssystem unterscheidet, nutze ich das oder erstarre ich in 'ne Angst und, mache das Gegenteil, wende mich als KI-Gegner dem zu. Und das Zweite eben, habe ich 'nen Plan? Oder bin ich nur am wild Tools ausprobieren und irgendwie kommt nichts Sinnvolles bei raus? Weil, ja, wenn man nur halbherzig ausprobiert, das ist einfach reine Zeitverschwendung. Das kann man sich auch gleich sparen. Mhm. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage und zwar, viele haben ja schon ChatGPT ein Konto aufgemacht und nutzen es grundsätzlich auch, aber die meisten verdienen ja damit kein Geld, auch wenn sie vielleicht sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben. Also, woran liegt das Ganze? Wo sind die Fehler und wie macht man es richtig?
Genau, die größten Fehler sind, dass man sich auf Tiny Objects konzentriert, also sowas wie 'nen Videoavatar vom Geschäftsführer, ne? Was bringt einem das? Oder es ist so wie, wenn man 'ne Webseite hat, muss die irgendwie blinken und leuchten und super toll animiert sein, ne? Man kann dann 'ne Firma beauftragen und sagen: „Für 50.000 € machen wir jetzt so 'ne Hochglanz-Webseite und polieren einfach alles.“ Aber die Frage ist, was hat der Kunde davon? Es macht keinen Unterschied. Das heißt, worum's wirklich geht, ist zu verstehen oder sich die Frage stellen: „Wie kann ich mit KI einen höheren Mehrwert generieren? Wie kann ich Probleme für meine Kunden besser lösen und dafür dann bezahlt werden?“ Also, letztendlich, wie kann ich dienen? Wie kann ich helfen? Wie kann ich mehr Impact haben? Und KI ist nur das Werkzeug dahin. Das ist so 'n bisschen so, wie wenn Leute sagen: „Ja, bisher bin ich mit dem Fahrrad gefahren und jetzt habe ich 'n Privatjet. Jetzt fliege ich einfach mal so 'n bisschen wild in der Gegend rum, aber, irgendwie passiert da auch nichts mit.“ Ja, die Frage ist: „Was ist mein Ziel und wie komme ich da hin?“ Und wenn jetzt mein Ziel wäre, nach Italien zu fahren, kann ich sagen: „Hammer, mit diesem Jet bin ich ja 20-mal schneller und habe noch 'n paar Vorteile. Ich muss nicht Kalorien durchs Treten verbrauchen“ und so weiter. Und das ist dann der Unterschied. Das heißt wirklich, es fängt ähnlich wie wenn man dann in 'n Supermarkt geht und man hat Hunger und keine Einkaufsliste. Dann kommt man mit 'nem Haufen Zeug zurück, mit dem man noch nicht mal 'n Essen kochen kann, weil's einfach völlig zusammengewürfelt ist. Aber wenn man ganz klar weiß, am Ende will ich 'n Schokokuchen backen, dann gehe ich rein, hole mir 3 Zutaten, habe das Rezept schon fertig und dann bekomme ich die Ergebnisse. Das heißt, man muss verstehen, Business hat sich jetzt nicht komplett verändert, weil 'n neues Werkzeug da ist, sondern es sind dieselben Prinzipien. Es geht darum, 'n gutes Angebot zu haben, seine idealen Kunden zu verstehen und noch 'n, gutes Marketing zu haben und so weiter. Und in jedem dieser Schritte kann KI einem einfach enorm viel Arbeit abnehmen. Das ist das Erste. Auch all das langweilige und nervige Zeug, Tabellen ausfüllen, Excel-Daten hin und her schieben, das macht keinem Spaß. Also, das Erste, Zeit wird frei durch nervige Arbeit. Und das Zweite eben, es sind Dinge möglich, die waren vorher nicht möglich. Ein Beispiel, nach jedem Webinar mache ich 'ne Auswertung. Das heißt, die KI analysiert, was ich sage und gibt mir Feedback wie so 'n Life-Coach und sagt mir: „Hey Thomas, hier bei Minute 23 hast du die Leute 'n bisschen verloren. Die Geschichte war viel zu lang.“ Oder: „Hier würde noch 'n praktisches Beispiel fehlen.“ Würde ich jetzt 'n Coach dafür engagieren, der wäre 'ne halbe Woche bis Woche beschäftigt, der könnte das überhaupt nicht leisten und es wird sich auch gar nicht lohnen, den jetzt 'ne Woche zu beauftragen, um ein Webinar zu optimieren. Das heißt, durch KI ist es möglich, Sachen zu machen, die vorher unmöglich waren. Ähnlich wie mit 'm Privatjet kannst du wesentlich weiterkommen als mit 'm Fahrrad. Okay, das klingt sehr spannend. Du bist ja auch und hast ja quasi jetzt 'n richtiges Konzept erstellt mit der, KI-Gelddruckmaschine und bist ja da auch am kommenden Wochenende live. Der Link ist auch unterhalb von dem Video für all diejenigen selbstständigen Unternehmer, die es werden wollen, die sich dafür interessieren und KI halt richtig professionell nutzen wollen, um da sozusagen auf die Schnellspur zu kommen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie hast du das aufgebaut und wie sind deine Erfahrungen in der Praxis und, was unterrichtest du dort genau und was lernt man und warum in, ich sage mal, in dieser Reihenfolge? Genau, erstmal das Konzept war, wir haben uns gefragt: „Was können wir tun, um Menschen möglichst schnell und einfach zu helfen?“ Weil das Thema ist, man kann jetzt anfangen und 'ne riesige, KI-Architektur aufbauen, und erstmal alle Daten bereinigen und so weiter. Das ist wie so 'n fetter Flugzeugträger. Dann ist man erstmal 'n halbes Jahr beschäftigt. Und das ist ja auch das, was wir gerade machen, um vorne mit dabei zu sein. Das ist quasi wirklich der Flugzeugträger, der uns die nächsten 10 Jahre trägt. Das ist 'n Großprojekt. Und gleichzeitig ist aber die Frage, bis dieser Flugzeugträger steht, was machen wir bis dahin? Und das ist dann eben wie so kleine Jets, die von diesem Flieger starten können und darauf landen. Nämlich, wir haben uns gefragt: „Was sind die Use Cases, also die Anwendungsfälle mit dem höchsten Return on Investment?“ Und das ist einfach das eigene Angebot optimieren, Marketing optimieren, Verkauf oder Sales optimieren, Werbung optimieren und natürlich dem zugrunde liegt, die eigenen Kunden besser zu verstehen. Das heißt, Daten zu erheben, Umfragen zu erstellen und uns dann zu fragen, die Herausforderungen, die unsere Kunden haben, wie können wir KI nutzen, um unser Angebot zu verbessern? Weil, ne, wenn man 'n gutes Angebot hat, dann wird Marketing dadurch einfacher, dann wird Verkauf einfacher, weil wenn ich dir sagen würde: „Hey Thorsten, ich habe hier 1.000 €, gib mir 100 € dafür, und du kannst es haben.“ Würdest du sagen: „Ist doch 'n geiles Angebot.“ Aber die meisten Angebote, die man da draußen sieht, sind ja, ähm
ich gebe dir 1.000 €, wenn du mir 10.000 € gibst. Und dann sagst du, nee, habe ich keine Lust drauf. Wenn man dann sagt, gut, wir müssen unseren Vertrieb optimieren. Wir holen jetzt irgendwelche komischen Closer rein, die Leute dahin manipulieren, zu einem schlechten Angebot ja zu sagen. Das bringt doch alles nichts. Und dann hat man mit schlechten Bewertungen zu kämpfen und schläft auch nachts nicht gut, weil man weiß, das ist Blödsinn, was ich mache. Das heißt, ähm, wir haben uns überlegt, was sind die gewinnbringendsten Anwendungsfälle, so dass man Zeit spart, Geld spart und den Mehrwert erhöht, sodass man entspannter mehr Umsatz machen kann mit Kunden, die glücklicher sind als vorher. Das ist es eigentlich im Wesentlichen. Und dafür braucht man eben keine komplizierte Infrastruktur. Ich habe es dann noch weiter optimiert und überlegt, weil es geht dann ja auch um personenbezogene Daten. Wie ist das mit Datenschutz und Sicherheit? Und was ich gemacht habe, ist erstens, wir haben ein Anonymisierungstool gebaut, jetzt speziell dafür, sodass man 100% anonym arbeiten kann. Und zweitens ist das Coole, wir arbeiten ja mit Marketing und Sales. Das heißt, wir wollen sogar, dass die KI Sachen über uns und unser Angebot weiß, weil nur dann werden wir vorgeschlagen, wenn Leute fragen, hey, nenn mir mal einen Anbieter im Bereich XY. Ist ja auch gerade ein riesiges Problem, dass Leute bei Google nicht mehr gefunden werden oder die Leute einfach direkt KI fragen. Das heißt, wir haben es einfach umgedreht und aus dem Problem Datenschutz eine Tugend gemacht, was nochmal weitere Vorteile bringt. Also wirklich so zusammengefasst kann man sagen, es ist wie so ein Laserpointer oder welche 1%, die nicht überfordern, wo man nicht viel Vorarbeit braucht, sondern die 1%, die man jetzt umsetzen kann, um einen maximalen Hebel für die Zukunft zu haben und dann eben auch die Zeit, um so 'n Flugzeugträger zu bauen. Mhm. Das wäre auch, 'n wichtiges Thema gewesen, weil ich habe ja auch Einblick in KI Kompass und da geht es ja auch um solche Themen. Und ich will jetzt ja, wenn ich zum Beispiel mein privates Leben reingebe, aber vielleicht jetzt eben nicht wissen, dass es irgendwo dann in den USA verschwindet und irgendwelche Tech-Konzerne im Prinzip ja alles über mich wissen und viel besser als zum Beispiel mein eigener Ehepartner. Gibt es da Möglichkeiten und ist das machbar? Genau, absolut. Die erste Möglichkeit ist, etwas Geduld haben noch, weil die lokalen Modelle werden gerade richtig gut und es ist wirklich eine Sache von Monaten wahrscheinlich, bis man einfach sich 'nen KI-Modell runterladen kann auf den eigenen Rechner. Den Internetzugang könnte man sogar kappen, braucht man aber nicht. Und dann hat man ein Modell, was wirklich nur auf dem eigenen Computer läuft. Davon geht nichts ins Internet. Und das kann man dann für all die personenbezogenen Sachen nutzen. Es ist ähnlich wie eine Word-Datei auf deinem Rechner. Ne, es hat nichts mit dem Internet zu tun. Das Modell wurde einmal trainiert, dann ist es auf deinem Rechner und es ist eben kostenfrei. Danke an die chinesische Regierung für Sponsoring. Das heißt, warum ist das so? Wo ist der Haken? Na ja, die Chinesen wussten, wenn sie nicht, ähm Modelle kostenfrei rausbringen, dann will die keiner nutzen. Dann nehmen Leute einfach die US-Modelle. Das heißt, die haben sich überlegt, wir machen die US-Wirtschaft 'n bisschen platt, weil wir bieten etwas kostenfrei an, was in den USA Geld kostet. Dadurch schaden wir der amerikanischen Wirtschaft und wir sind die Nutznießer von diesem Handelskrieg. So könnte man's bezeichnen. Und Leute fragen dann auch direkt: „Aber das ist doch bestimmt politisch eingefärbt?“ Ja, genauso wie US-Modelle auch politisch eingefärbt sind. Und manchmal ist es sogar 'n Vorteil, 'ne andere Weltsicht zu bekommen, ne, auch Thema, politisch und so weiter, nämlich die chinesische Sicht. Aber man hat ja nichts zu befürchten, weil die Daten werden nicht ins Internet geschickt. Das heißt, die Chinesen wissen nicht, was du damit machst. Und wie ich's persönlich mache, ist einfach, ich frage die KI nicht zu politischen Themen, weil die Ergebnisse sind oft unbrauchbar. Das heißt, da spare ich einfach aus. Und so kann ich aber einfach mit 100% Datenschutz, 100% anonym mit der KI arbeiten. Und, so wie Apps programmieren oder auch Thema Marketing und Webseiten erstellen, das kann man wiederum dann mit den US-Modellen machen oder den kostenpflichtigen Modellen mit Internetzugang. Aber das sind ja auch Sachen, die ins Internet sollen. Genauso wie auch Videos erstellen. Kann man auch KI nutzen, wenn die dafür gedacht sind, veröffentlicht zu werden, weil da spielt das Thema Datenschutz dann ja keine Rolle. Da hat man schon gefiltert, dass man nur die Infos rausgibt, die an die Öffentlichkeit gehen sollen. Mhm. Wunderbar. Jetzt meine Frage dahingehend, weil KI ist ja ein unglaublich schnelles Gebiet. Also, man hat das Gefühl, das, was heute aktuell ist in 2, 3 Monaten eigentlich schon wieder veraltet. Wie hält man sich selber up to date? Wie machst du das? Und wie geht man am besten damit um? Dazu vielleicht eine Metapher. Angenommen, du hast ein wunderschönes Auto und es fährt zuverlässig, ist von letztem Jahr.
Dann kaufst du dir so ein Automagazin und siehst, oh, da gibt's jetzt 30 neue Modelle mit 2 PS mehr. Da läufst du ja auch nicht zum Autohändler und fährst das erstmal Probe und dann kaufst du das nächste Auto. Eine Woche später gibt's schon wieder 'n neues Automodell, also rennst du zum nächsten Autohändler. Das funktioniert nicht. Deswegen ist meine Einstellung, ich bekomme oft gar nicht mit, was das aktuellste Modell ist, bis es mir in der KI-App angezeigt wird, weil ich produziere Ergebnisse. Ich arbeite den ganzen Tag mit KI. Ich habe überhaupt keine Zeit dafür, permanent zu schauen, jetzt ist jetzt das aktuell Neueste, und es hat auch diesen abnehmenden Grenznutzeneffekt. Ne, was bringt es mir, ob jetzt die neueste KI 1% schneller ist oder 1% besser? Wenn ich jetzt nur mit Autos Testfahren und, neue Autos kaufen beschäftigt bin, dann komme ich nirgendwo hin, außer zum Autohändler. Und dann verdienen halt die KI, Modellbetreiber an mir, aber ich helfe nicht unseren Kunden, ich helfe nicht unserem Team und das Ganze bringt überhaupt nichts. Deswegen ist da meine Empfehlung an alle: Such dir ein Modell, mit dem du zufrieden bist, was für dich funktioniert, und dann konzentriere dich darauf, Autofahren zu lernen. Also besser zu werden im Autofahren an sich, unabhängig, ob das jetzt ein VW oder Tesla oder irgendwas ist. Und, die Modelle werden ja von alleine abgedatet. Das heißt, man muss da nicht mal was machen, sondern manchmal merke ich dann: „Oh, jetzt ein neues Modell rausgekommen." Ich höre das dann auch, ne? In dem KI-Space, wo ich drin bin, in dem Netzwerk, kann ich's nicht vermeiden, dass ich's nicht mitbekomme. Dann erzählen andere begeistert mir davon, wie viel besser das Modell ist. Und ich merke es dann auch, dass plötzlich ist die KI schneller, aber ohne dass ich irgendwas dafür machen musste. Das heißt, es passiert einfach von alleine. Und das spart, also du kannst nicht vorstellen, wie viele Stunden und Wochen das spart, weil es gibt so viele Leute im Internet, die einfach KI-News hinterherrennen und stundenlang damit beschäftigt sind, nur zu konsumieren, aber die kein eigenes Produkt haben, die anderen Menschen nicht helfen. Und was bringt dann das Ganze? Dann kann ich mich auch vor Netflix setzen und sagen, ne, ich entspanne mich einfach, schaue einen Film, dann ist das aber Freizeit und hat nichts mit Arbeit zu tun. Ja, ich sehe schon, es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Ich hätte auch noch extrem viele Fragen dazu, aber das ist auch das Spannende, weil morgen bereits, und am Sonntag nimmst du dir auch die Zeit, 2 Vormittage mit Deine KI-Gelddruckmaschine, wo wir auch wirklich live Deine KI-Gelddruckmaschine, also für dich als Zuschauer jetzt hier, gemeinsam in die Wege bringen. Und es ist so ein vielschichtiges Thema, man muss sich wirklich damit beschäftigen, um dann eben wirklich auch bei diesem Zukunftsthema vorne dran zu sein und nicht altes Eisen zu werden. Von dem her, ähm vielleicht kannst du da ein, 2 Sätze noch dazu sagen, zusammenfassen, was uns dort, konkret erwartet. Und, ich muss sagen, ich freue mich schon richtig drauf, weil dann kann man wirklich mal das holistisch durchgehen und mal diese ganzen Themen und Fragen, die dazu verwoben sind, uns genauer anschauen. Ja, sehr gerne. Und ja, du merkst es ja schon, es ist ein sehr vielschichtiges Thema und wir arbeiten jetzt im Team seit über einem Monat daran, an der Frage, wie können wir Menschen oder wie können wir Unternehmern, kleinen Teams und angehenden Selbstständigen sehr viel von den Schmerzen, die wir hatten, sparen und einfach einen sehr einfachen Einstieg geben in die KI-Welt, um KI eben zu nutzen, um sofort einen extrem hohen Return on Investment zu haben. Das heißt, keine Überforderung, kein Stress, auch die Frage, wie kann ich das sicher verwenden und quasi aus all den Fehlern lernen und einfach das kopieren, was bei uns funktioniert hat und was eben auch innerhalb von, ja, 4 Monaten war es, glaube ich, von null bis erste, Umsatzmillionen. Das heißt, es ist nachweislich, dass es funktioniert, was wir da gemacht haben. Das gehen wir da Schritt für Schritt durch, sodass man am Ende einfach komplett mit 'nem klaren Plan rauskommt, und einfach weiß, das sind die Sachen, auf die es wirklich ankommt. Und da kann ich jetzt das selbst umsetzen oder vielleicht auch mit unserer Unterstützung. Oder auf der anderen Seite, du sparst dir einfach Zehntausende Euros und Stunden an Ausprobieren, an Frust, an Fehler machen, an KI-Hype, an KI-Scam, an all dem, was man halt nicht machen sollte. Und ja, es sind Mhm. einfach 2 Vormittage, also es wird sehr kurzweilig. Ich freue mich riesig drauf. Kann ich jedem nur empfehlen, der ansatzweise Geld verdienen will, dabei zu sein und live, Genau. weil, ja, gibt Das kein hast du schön Rückschritt. gesagt, weil wir im Prinzip ja auch genau das zeigen, was wir uns selber machen, wieso, weshalb, warum. Also Link unterhalb von dem Video. Thomas, vielen herzlichen Dank. Sehr spannendes Interview. KI ist hochinteressant für diejenigen, die es auch wirklich nutzen und jetzt hier wirklich auch bei den Goldgräbern ganz am Anfang mit dabei sind, weil dann ist es wirklich noch, das sind viele Dinge möglich und machbar, die dann eben in ein paar Jahren nicht mehr darstellbar sind. Thomas, wir freuen uns auf dich. Herzlichen Dank und genau, bis morgen. Danke dir und bis morgen.